Die PlayStation 5 kostet heute 200 € mehr als zum Launch. 5 Jahre alte Hardware wird teurer. Und Sony erklärt uns, das sei unvermeidlich. Das stimmt, wenn man 400 Millionen $ für Concorde auf den Kopf haut. Die PlayStation 5 hatte 2020 einen Launchpreis von 500 €. 400, wenn man aufs Laufwerk verzichtet. Im August 2025 steigt der Preis für die Konsole und die ohnehin schon 700 € kostende Pro um 50 €. Bei der digitalen Version sogar um 100 €. Und als wäre das noch nicht genug, stockt man diesen April noch weiter auf um zusätzliche 100 €. Bei der PS5 Pro sogar um 150 Tacos. Im Xbox-Lager sieht das nicht besser aus. Nur Nintendo kann den Preis halten, weil sie direkt von Beginn an unverschämt waren und stattdessen ihre Peripherie im Preis erhöhten. Erinnerst du dich noch an die Zeiten, in denen Konsolen über die Jahre erschwinglicher geworden sind, anstatt teurer? Du weißt schon, damit mehr Leute sie kaufen, anstatt weniger? Und die vermeintlichen Gründe dafür, dass eine 5 Jahre alte Hardware im Preis steigt, sind immer dieselben. KI frisst all die RAM-Chips, Trumps Handelszölle und ganz allgemein die globale Wirtschaftslage. Praktische Ausreden und vollkommen an den Haaren herbeigezogene Entschuldigungen, die angeblich notwendig sind, um qualitative, innovative Gaming-Erfahrungen zu Spielern auf der ganzen Welt zu bringen. Ist eine Weile her, dass ich Qualität und Innovation gesehen habe, aber okay. Es liegt natürlich nicht daran, dass Publisher Milliarden für Spiele verbraten, die niemand haben möchte. Es liegt nicht daran, dass Sony 8 von 12 geldverbrennende Live-Service-Projekte unverrichteter Dinge gestrichen hat. Concorde allen voran, das über 400 Millionen $ gekostet haben soll. Es liegt nicht an einem Marathon, das zusammen mit Marketingkosten eine ähnliche Zahl erreicht, während es lediglich 1,2 Millionen Verkäufe zu verbuchen hat. Bungies Destiny in Relation hat 6,8 Millionen im ersten Monat verkauft und bereits am ersten Tag 500 Millionen $ eingenommen. Und dann erreicht das First-Party-PlayStation-Spiel nicht einmal 20% Marktanteil auf der eigenen Konsole, weil es zu 70% auf dem PC gezockt wird. Es liegt nicht daran, dass sie die Kosten ihrer eigenen Fehler genauso wie ihre Verantwortlichkeit auf uns Kunden abwälzen möchten, um Aktionäre glücklich zu machen. Nein, diese Preissteigerungen liegen definitiv nicht in ihren Händen. Allenfalls bist du schuld, weil du nicht genug kaufst. Die armen CEOs müssen das Opfer spielen, weil du ihre furchtbaren Entscheidungen nicht unterstützen möchtest. Wenn die genannten die wirklichen Gründe für das Anheben der Preise wären, wäre alles ja halb so wild. Trump muss irgendwann ausziehen, die Wirtschaft wird sich irgendwann wieder beruhigen. Aber wem machen wir etwas vor, wenn wir glauben, dass es sich bei diesen Preisen um Vorläufigkeiten handelt? Solche leeren Versprechungen haben wir schon vor Jahrzehnten gehört, als der Wechsel ins Digitalzeitalter Preissenkungen mit sich bringen sollte. Damit hätte man aber den Einzelhandel vergrault, weshalb wir heute online immer noch höhere Preise vorgesetzt bekommen, als wenn wir eine physische Disk im Laden kaufen. Und gar nicht so lange her. Während Corona haben wir gesehen, dass die Industrie, selbst wenn sie astronomisch gewinnen, immer noch so tun, als würden sie verlieren. Tu so, als wärest du pleite und bleib reich. Ein bewährtes Unternehmensevangelium. Eine Industrie, die auf dem Rücken von Niedrigverdienern und dem Mittelstand aufgebaut wurde. Eine Zielgruppe, die man nun ausschließt, indem man Gaming zum Luxusgut macht. Eine Zielgruppe, die die treuesten Kunden von neuen AAA-Titeln sind. Oder vielmehr waren. Über die Hälfte der amerikanischen Hardwareverkäufe im Gaming-Bereich im letzten Quartal 2025 sind auf Haushalte mit einem Einkommen von über 100.000 $ zurückzuführen. Während Familien mit weniger als 50.000 $ in 2022 noch 31% ausmachten, sind es heute nur noch 19%. Junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren fallen beim Kauf von Hardware von 10% auf nur noch 3% herab. Bei der Software sieht es nicht rosiger aus. 30% von Gamern kaufen nicht mehr als 1 bis 2 Spiele im Jahr. 33% sogar überhaupt keine. Mittellosigkeit unter Konsumenten ist ein echtes Problem. Und doch tut die Industrie weiter so, als wäre sie das Opfer. Eine Entwicklung, die überhaupt keinen Sinn macht. Genau das sind doch die leidenschaftlichen Gamer. Genau das ist eure Zielgruppe. Kinder, Studenten, Familien. Gerade auch Leute aus armen Ländern und Verhältnissen, für die Zocken das Leben verändern kann.
Der 38-jährige David Weller schreibt in einem YouTube-Kommentar, dass er in Armut in Mexiko aufgewachsen ist und leicht auf die schiefe Bahn hätte geraten können, wenn seine Mutter sich im Jahr 1997 nicht aufgeopfert hätte, um ihm eine Playstation zu kaufen. Sie wollte ihn von den Straßen und ihren Gefahren fernhalten. Diese mütterliche Fürsorge ändert alles. Videospiele bringen ihm Englisch bei, er lernt Menschen kennen, denen er ansonsten nie begegnet wäre und legt den Grundstein für seine spätere Karriere. Ohne Videospiele weiß er nicht, wo er heute wäre. Wie soll so eine Entwicklung den Konsolenmarkt bitte nicht crashen? Doom-Creator John Romero und seine Frau meinen in einem Interview, dass die Industrie sich aktuell crashiger anfühlt als der Crash von 1983. Vor allem angesichts der noch recht frischen Entscheidung, dass Sony sich wieder aus dem PC-Markt zurückzieht, um ihre Exklusivtitel exklusiv auf Konsolen zu halten, die sich weniger verkaufen werden. Sind die Reichen wirklich eine ausreichende Zielgruppe, um das zu tragen? Vor allem, wenn die Inflation den Begriff reich gefühlt jeden Monat weiter nach oben verschiebt? Aber für die armen Schlucker gibt's ja Handyspiele, Abonnements und sogar die Möglichkeit, die eine Playstation zu mieten, sodass sie sich gerade noch so zu den kleinen Zahlungen jeden Monat überwinden können und sich damit in einem Teufelskreis verfangen, in den ihnen nichts gehört. Genau das ist das Ziel, hier liegt das Geld. So will man auch die Hardcore-Gamer in eine Kategorie drängen, die für sie noch überhaupt nicht relevant ist. Was in dieser Statistik als Kart- und Casino-Games aufgelistet ist. Billige Free-to-Play-Spiele, die quasi nichts in der Produktion kosten, kaum etwas im Unterhalt, dabei aber Millionen bis Milliarden einspielen. Wir haben jahrelang nichts von Konami gehört, weil sie sich genau auf diesen Geschäftszweig fokussiert haben. Historisch betrachtet waren die Preise von Videospielen schon immer ein Thema und in Relation gesetzt geht es uns heute auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. In den 90ern gab es keinen wirklichen preislichen Standard und neue Spiele hatten eine Spanne von 60 bis $100, wenn auch meistens nicht ohne Grund. Sonic und Knuckles sowie Sonic 3, zwei Hälften desselben Spiels, wurden zwar zum Vollpreis von $60 verkauft, aber ein Final Fantasy 3 mit 80 oder Phantasy Star 4 mit $90 haben das sogar noch getoppt. Dafür gab es in der Regel für all den Content aber auch eine größere, teurere Cartridge und umfangreichere Zugaben wie einen kompletten Strategieguide. Virtua Racing für den Sega Genesis kostete $100 und auch Luxus Gaming existierte schon damals mit einem $650 teuren Neo Geo, für dessen Spiele auf Arcade-Niveau man jeweils $200 haben wollte, den Preis für ein Super NES. Den heutigen Inflationswert möchte man sich gar nicht ausmalen. Grund dahinter war natürlich, dass das Neo Geo zum Verleih über Videotheken gedacht war, nicht zum direkten Kauf durch Endverbraucher. Und genau wegen diesen Videotheken waren die Preise meistens ohnehin obsolet, weil die meisten Leute sich Spiele eben ausgeliehen haben. Während man sich das also erklären kann, ist es für mich zumindest immer noch unfassbar, wie Nintendo damit davonkommt, einen Port von 2 Wii-Spielen erfolgreich für €70 zu verhökern. Nintendo-Fanboys kaufen alles, ja, aber PlayStation-Fanboys scheinen auch alles mit sich machen zu lassen. Nicht nur veröffentlicht Sony ein vollkommen unnötiges Remaster von Horizon Zero Dawn für €50, sie nutzen diese Veröffentlichung auch, um den inzwischen erreichten Preis von €20 für die digitale PS4-Version wieder auf €40 hochzusetzen. Ansonsten wäre das übliche €10 PS5-Upgrade so ja deutlich günstiger. Deswegen sind so viele Leute aus der Branche ja auch davon überzeugt, dass wir noch bei weitem nicht genug zahlen. Take-Two-CEO Strauss Zelnick meinte schon 2023, dass wir zu wenig für das blechen, das uns geboten wird. Einfach für jemanden zu sagen, der einen 25 Millionen Bonus für seine Leistung erhält, kurz zuvor 550 Mitarbeiter auf die Straße zu setzen. Aber auch Baldur's Gate 3 Publishing Director Michael Dowse bläst ins selbe Horn. Fast alle Spiele sollten grundsätzlich teurer sein, da die Produktionskosten, unter anderem aufgrund der Inflation, stärker steigen als die Preise. Laut ihm warten alle nur darauf, dass GTA 6 damit anfängt, damit sie bedenkenlos nachziehen können. Und das ist ja auch die traurige Wahrheit. Es gibt immer einen, der anfängt. 2020 bricht NBA 2K21 die €60-Grenze, indem sie die PS5-Version auf €70 hochschraubt.
Das verargumentieren sie mit der verbesserten Leistung und Technologie, die mit der neuen Konsolengeneration einhergeht. Du zahlst also einen Zehner drauf für höhere FPS und Auflösung, was auf PCs seit Anbeginn der Zeit ein kostenloses Feature ist. Natürlich während Corona als Publisher ohnehin schon mehr denn je einnehmen. Tatsächlich läuft es am Ende sogar auf 80 € hinaus, als 2K sich den konsolenexklusiven Launch-Titeln von Sony angleicht. Das ist immerhin der erste Preissprung, seit man vom 50 € Standard der PS2-Games auf 60 € in der darauffolgenden Generation hochgesprungen ist. Wir waren verwöhnt, als PS4 und Xbox One diesen Standard gehalten haben. Nun kommt Nintendo daher und schockt alle mit einem Preisschild von ebenfalls 80 € für Mario Kart World, das sie an dem damit gebotenen Unterhaltungswert festmachen, den mir noch niemand so recht bestätigen konnte. Während die gängigen Switch 1 Games noch im Schnitt 60 € kosteten, hat man sich aber mit dem Breath of the Wild Recycle-Produkt Tears of the Kingdom bereits an die neuen Pläne angenähert, indem man es für 70 € verkaufte. Besonders traurig sind die unterschwelligen Lügenmärchen, die Publisher uns mit ihren Sondereditionen aufzutischen versuchen. Wie Michael Dowse in Reaktion auf die Ultimate Edition von Star Wars Outlaws enthüllt, sind diese ganzen Ultimate Limited und Deluxe Editions nur eine billige Verschleierung des Preises, den Publisher tatsächlich für ihr Produkt haben möchten. Für 20 € mehr, mit denen du dir auch Hollow Knight Silksong kaufen könntest, erhältst du im Vergleich zur Standardversion 3 Tage eher Zugriff aufs Spiel, eine zusätzliche Mission und eine Handvoll Skins. Besonders lachhaft waren auch Microsoft, die Forza Horizon 5 in der Premium Edition für PS5 4 Tage vorher zugänglich machten, wenn man 100 € auf den Tisch legt. Early Access für Forza Horizon 5. Das Spiel ist 5 Jahre alt. Wenn du dir den Game Pass zulegst, kannst du es einen Monat früher auf deinem Tablet spielen. Für weniger. Derselbe Game Pass, den Microsoft Ende 2025 auf einen Schlag um 50% im Preis anhebt, was die Server unter der Last all der Kündigungen einbrechen lässt. Vor ein paar Wochen sind sie damit wieder zurückgerudert, obgleich der Pass auch nach der Anpassung immer noch mehr kostet als zuvor und im Gegenzug neue Call of Duty Spiele nicht mehr zum Release enthalten sein werden. Erwähnen wir auch noch schnell, dass Sony offenkundig mit dynamischen Preisen experimentiert. Abhängig von noch unbekannten Daten werden verschiedenen Spielern im selben PlayStation Store andere Preise ausgespielt. Sie testen deine Schmerzgrenze aus. Buchstäblich, es geht bei der Preisgestaltung darum, den Sweet Spot zu finden. Was ist der Preis, bei dem du zwar meckerst, aber trotzdem noch kaufst? Wie viele Leute haben sich über das 80 € Mario Kart beschwert? Und wie viele davon haben es dann trotzdem gekauft? Wahrscheinlich genug, um Nintendo das Signal zu geben, dass sie ihren Sweet Spot gefunden haben. Es geht ja schließlich darum, die Kosten wieder reinzuholen und dann noch möglichst hohen Gewinn zu machen. Wenn ein Spiel in der Entwicklung 30 Millionen kostet und du es für 1 € verramscht, werden viele Leute es kaufen. Sagen wir so viele wie The Last of Us, also 26 Millionen. Du verdienst also 26 Millionen und machst 4 Millionen Verlust. Gehen wir ins andere Extrem und bieten das Spiel für 200 € an, werden vielleicht nur noch 100.000 kaufen. Du verdienst nur noch 20 Millionen und machst 10 Verlust. Nun kannst du aber irgendwo dazwischen den Sweet Spot suchen und dich vorsichtig vorantasten, um zum Beispiel mit 80 € immer noch 2 Millionen Gamer zum Kaufen zu bewegen. Und siehe da, 160 Millionen € Einnahmen und 130 Millionen € Gewinn. Vereinfacht gerechnet natürlich. Sie wollen nicht einfach nur mehr Geld, sie wollen das ganze Geld. Ganz zu schweigen von dem Umstand, dass die heutigen Spiele zu großen Teilen, trotz dieser saftigen Preise, mehr monetarisiert sind als je zuvor. Früher haben wir nicht nur günstigere Konsolenrevisionen bekommen, sondern auch günstigere Spielerevisionen. Platinum Hits, Greatest Choice, Nintendo Select, Softwarepyramide. Sie waren und sind immer noch pottenhässlich, aber der Preis war unschlagbar. Heutzutage ist das ein No-Go, denn günstig ist gleichbedeutend mit schlecht. Wenn ein Spiel wie Mafia The Old Country gleich zur Veröffentlichung für 50 € erscheint, freust du dich nicht über den vergleichsmäßigen Schnapper, sondern wirst stutzig und fragst dich, was damit nicht stimmt. Viele haben vergessen, dass der Preis kein Siegel der Qualität ist, sondern einfach nur der Gier. Die Publisher können es machen, also werden sie es machen. Und Zubehör! Ich erinnere mich noch an Wii-Zeiten, wo man zusätzliche Controller im Bundle mit Spielen anbieten musste, um sie loszuwerden. Heute müssen Gamer scheinbar nicht mehr überzeugt werden. 90 € für einen Switch 2 Controller? Ja bitte, wird schon stimmen.
Niemand muss sich wundern, dass es noch Abermillionen von Zockern gibt, die es vorziehen, auf der PS4 zu bleiben. Oder warum der PC mit jedem Jahr beliebter wird, dessen Hardware sich weiter strecken lässt, als der Industrie lieb ist. Wohin man Spieler nämlich wirklich pusht, ist die Konkurrenz, der Indie-Markt und Valve. Nirgendwo hat man einen besseren finanziellen Spielraum als auf Steam. Und selbst die merken die zunehmende Zurückhaltung beim Öffnen der Brieftaschen. In den letzten 2,5 Jahren hat der Anteil von günstigen Games in den Gesamtverkäufen signifikant zugenommen. Die Nachfrage ist also noch da. Das Interesse ist nicht magisch verpufft. Gamer sind einfach nur gezwungen, taktischer mit ihrem Budget umzugehen. Möchten sie ihr begrenztes Geld für das nächste überteuerte Schrott- oder zumindest Durchschnittsprojekt rauswerfen oder in tatsächlich gute, erschwingliche Titel investieren? Steam arbeitet auf globaler Ebene daran, Spiele zugänglicher zu machen, indem sie es Entwicklern und Publishern neuerdings vereinfachen, die Preise in 35 verschiedenen Währungen fairer zu gestalten. Das ist zwar nicht ohne Nachdruck von Spielern und Entwicklern passiert, aber das ist ohnehin ein Punkt, auf den wir gleich noch eingehen werden. Zusammen mit dem Creator von Garry's Mod schließt Valve sogar eine Partnerschaft ab, die es Nutzern von seiner nächsten Sandbox-Anwendung Sandbox lizenzfrei ermöglicht, ihre spielerischen Kreationen auf Steam zu veröffentlichen. Eine Anwendung, die mit Source 2 als Engine für schwächere Hardware optimiert ist, trotzdem aber gut aussieht und damit ein Win für alle mit sich bringt. Das ist der Unterschied zwischen einer Seite, die versucht Straßen zu bauen, und einer, die lieber Mautstellen aufstellt. Und nicht nur ist es ein Unterschied, vielmehr ist es auch eine Wahl, die du als Gamer zu treffen hast und die mitbestimmt, wie unser aller Weg in Zukunft verläuft. Wir sollten nie vergessen, dass Videospiele die mit Abstand größte und profitabelste Unterhaltungsindustrie der Welt darstellt. So viel die großen Firmen auch herumheulen möchten und sich über schwere Bedingungen beschweren, so viele Leute sie vermeintlich deswegen auch entlassen mögen, sie machen immer noch eine Heidenkohle. Der Game Pass alleine hat Microsoft vergangenes Jahr annähernd 5 Milliarden Umsatz beschert. Insgesamt ist der um 18% gestiegen. Und wie rosig die Zahlen aussehen würden, wenn sie endlich aufhören würden, hirnverbrannte Entscheidungen zu treffen. Und die explodierenden Entwicklungskosten sind nicht unsere Schuld. Das haben die Publisher so entschieden. Vielleicht sollten sie ihren Managern ein paar Dutzend Millionen weniger pro Kopf auszahlen, dann würde auch wieder genug übrig bleiben, um die Leute am Gewinn zu beteiligen, die tatsächlich dafür arbeiten. Gearbox zum Beispiel schüttet 40% der gesamten Tantieme an ihre Mitarbeiter aus. Bei einem Hit wie Borderlands 2 konnten einige sich davon sogar ein Haus kaufen. Für Borderlands 3 werden ihnen auch wieder sechsstellige Boni versprochen. Doch letztlich läuft es darauf hinaus, dass die Kosten zu hoch waren und die Firma zu sehr expandiert ist. Was die unterbezahlten Mitarbeiter nun ausgezahlt bekommen, ist signifikant niedriger. Definitiv signifikant niedriger als der 12 Millionen $ Bonus, der CEO Randy Pitchford im selben Atemzug ausgezahlt wird. Während der Durchschnittspreis einer Spieleentwicklung in den 80ern noch etwa 40.000 $ brauchte, geht jetzt scheinbar nichts mehr ohne 200 bis 400 Millionen. Ja, einige Kosten sind dazugekommen oder explodiert, wie Plattformgebühren, Patente, Lizenzgebühren und Marketing. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass Discs deutlich günstiger sind als Cartridges, dass digitale Downloads so gut wie gar keine Kosten verursachen und dass die Zielgruppe um ein Vielfaches größer ist und somit mehr Geld mitbringt als früher. Das sind Kosten, die die meisten Unternehmen gar nicht alleine tragen können. Shuhei Yoshida bestätigt, dass die Flut an Remastern und PC-Portierung einzig dazu dient, die exorbitant teuren Singleplayer-Spiele auf Umwegen zu finanzieren. Mir bleibt nur zu sagen, lass dich nicht über den Tisch ziehen. Oft genug haben wir die Lügen schon gehört, dass das jetzt so sein muss, weil die Welt so ein schrecklicher Ort geworden ist. Doch letztlich bestimmen nicht die Publisher den Preis, sondern wir als Konsumenten. Erinnerst du dich an den Sweet Spot? Wenn sie mit 80 € Spielen nicht genug verdienen, werden die Preise zwangsläufig wieder gesenkt werden. Du hast die Macht, das zu ändern. Microsoft kündigte The Outer Worlds 2 als erstes Xbox Studio Game an, das für 80 € erscheinen sollte. Sie folgen laut eigener Aussage in Nintendos Fußspuren und die Gründe sind Marktbedingungen und erhöhte Entwicklungskosten. Infolge des Aufschreis und vor allem der ausbleibenden Vorbestellungen rudern sie aber dann doch zurück auf 70 €. Kurioserweise ist das dieses Mal im Einklang mit den Marktbedingungen. Wie ein Fähnchen im Wind.
Auch auf Vampire the Masquerade Bloodlines 2 haben Gamer Einfluss ausgeübt. Der Publisher wurde torpediert, als herauskam, dass er plant, einige Vampirrassen aus dem Hauptspiel auszuklammern und als DLC zu verkaufen. Die stornierten Vorbestellungen und wütenden Fans zwangen ihn zum Einlenken und Verfügbarmachen sämtlichen Contents im Hauptspiel. Als Capcom für Resident Evil Revelations 50 € anstelle der üblichen 40 auf dem 3DS haben wollte, haben sich die Spieler erfolgreich dagegen aufgelehnt. Capcom fand einen Weg, um die Kosten zu reduzieren. Obwohl ich sagen muss, dass ein essentielles PS3-Spiel auf dem Handheld mit seiner doppelt so großen Cartridge durchaus den 10er mehr wert gewesen wäre. Wir haben die Macht. Lasst sie uns nutzen. Und wie man die Macht noch nutzen kann, siehst du in diesem Video über die Stop Killing Games Initiative. Doch niemand ist mächtiger als meine Kanalmitglieder. Retrojäger, Michael, Robin, Mick, Dr. Tatwaffel, muss mal was sagen, Lurgas, Bibi, Prinz Puma, Cybugs, Katz, Venceslas, Blablub, Jürgen, Lucaria, BTD, Kikaritz, Natalie, Game Agent, Ding Glutach, Jack Art, Don Lupo, Heinz, Steve, Patrick, Gaerto Plays, Devil in Boxershorts, Timo, P9608 und Master.